Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute gibt es die Spieltagsvorschau vor dem Spiel gegen Saarbrücken. Es wird ein sehr, sehr hartes Spiel. Es heißt wieder Pokal und damit wieder eine besondere Partie in der Geschichte des FCMs. Pokalspiele sind sowieso immer besonders, das muss man ganz klar direkt mal sagen. Und es wird definitiv kein einfacher Gegner werden. Wir haben wahrscheinlich mit einen der schwierigsten Gegner im ganzen Pokal. Auch das muss man klar ansprechen. Und damit blicken wir zuerst so wie immer auf den Gegner, nämlich Saarbrücken. Einige Ex-FCM-Spieler bzw. Ex-FCM-Gerüchte sind auch dabei. Auch das ist ja bereits bekannt. Sie haben unter anderem Florian Pick geholt, auch ein Ex-FCM-Spieler. Von ihm habe ich sogar das alte Trikot damals in Lotte erlaufen. Ja, Brünker, den muss man kennen. Und natürlich auch Bixe, der mit dem FCM in Verbindung gebracht wurde. 6. Platz sind sie aktuell mit 4 Punkten, ein Sieg, ein Unentschieden. Schlüsselspieler dabei sind meistens Sevilla, Pick und Brünker gewesen. Innenverteidigung ist immer so ein bisschen so die Frage, da gibt es eigentlich keinen, der wirklich Stamm spielt, außer der Kapitän. Verletzte gesperrte Spieler sind Fahner, Neudecker, Naifi, Sontheimer, Vasilidis und vielleicht Pick. Er hat sich leicht verletzt, aber da rechnet man durchaus, dass er in der Startelf stehen kann. Auch hier muss man sagen, sind es 5 Spieler, die definitiv sehr, sehr interessant sind und eigentlich auch Stammanwärter vielleicht sind oder sogar dahingehend spielen könnten. So sind sie aber verletzt, ist ein Vorteil für uns. Mögliche Startelf: Menzel wird im Tor stehen, ich sehe Bixe auf der rechten Seite, Bormuth wird vielleicht Startelf spielen, Sonnenberg in der Linksverteidigung, Raibic, links sehe ich Zeitz mit Sevilla im Mittelfeld und Rizzuto auf rechts. Pick, Baumann sehe ich dann persönlich als Zehner, beziehungsweise Baumann eher als Stürmer. Wie gesagt, ist hier leider in der Statistik falsch, beziehungsweise in dem Bild. Brünker als zweiter Stürmer. Also sie werden ein ähnliches System spielen wie wir grundsätzlich. Ja, mal schauen, was da genau passiert. Die spielen 2 Stürmer, wir spielen einen Stürmer. Also da ist ein kleiner Unterschied. Mehr Unterschiede gibt es dann aber schon nicht zwischen den Startelfen. Und da muss man natürlich dann, vor allem wenn man das gleiche System spielt, dementsprechend eigentlich den besseren Vorteil haben. Ja, mal schauen. Blick auf unseren Club, das passiert nämlich jetzt. Einige sind verletzt, sind sogar relativ viele verletzt, beziehungsweise viele fallen aus gegen Saarbrücken. Das ist sehr, sehr schmerzlich, vor allem, weil wir vor allem in so einem Spiel eigentlich jeden brauchen. Auch das ist klar, Pokalspiele sind überhaupt nicht einfach, vor allem nicht gegen Saarbrücken. Und ich glaube, das können wir so definitiv sagen. Ja, aber damit haben wir 3 Punkte aus 2 Spielen geholt. Einen Sieg, eine Niederlage. Sehr, sehr schmerzhaft bis heute noch. Schlüsselspieler dabei sind Musunda, Hugonet und Artig meistens gewesen. Spielsystem ist das 3-4-2-1. Verletzte gesperrte Spieler sind Lorik, Herrscher, Neuenberger, Bars, Child und Elsein. Matthiesen wird Vater und deswegen wird er für dieses Spiel auch fehlen. Ich wünsche ihm da nur das Beste mit seinem Kind. Ich verstehe es absolut. Ist natürlich absolut schmerzhaft, dass er dann jetzt dadurch fehlt. Aber da kann man nichts machen und ist absolut verständlich, dass dann man sich da auch die Freizeit nimmt. Und finde ich auch sehr fair vom Verein, dass sie das durchgehen lassen. So, mögliche Startelf haben wir hier. Reimann wird sicherlich so wie beim Tor stehen. Auch das hat bereits Fiedler bestätigt. Hugonet, Heber und Hoti sicher in der Innenverteidigung. Persönlich hat mir Müller nicht gut gefallen. Deswegen würde ich gerne Heber sehen, sobald er spielen kann. Das kann ist wichtig. Denn da weiß man es noch nicht 100%, zur Not Müller. Musunda links, Gnaka Ulrich im Mittelfeld und Bockon rechts außen. Auch er hat mir sehr gut gefallen. Artig und Grieb sehe ich als Zehner bzw. Außen. Und Kars wird, so wie immer, Stürmer spielen. Mal schauen, ob es noch andere Erinnerungen gibt. Ich persönlich sehe aber diese Startelf als realistischer und vor allem als gut an, um Saarbrücken zu schlagen. Vor allem Grieb, nochmal ein gefährlicher Dribbler. Vielleicht kann dann auch direkt seinen Startelf-Debüt feiern und dann sehr, sehr früh schon mitwirken mit der Mannschaft. Das würde mich sehr für ihn freuen. Noah Pesch hat ja noch keinen Einsatz. Mal schauen, ob er vielleicht auch seine Chance bekommen wird in der Startelf. Es wird auf jeden Fall, denke ich mal, Grieb oder Pesch werden. Schlüsselduelle sehe ich hier. Hoti, Hugonet gegen Brünker und Baumann. Mal gucken, wie sie die beiden Stürmer abfangen werden. Wenn sie das so wie in Dresden machen, wäre das perfekt. Ulrich gegen Sevilla. Auch das ist ein sehr, sehr spannendes Duell. Mal gucken, ob Ulrich dieses gewinnen wird. Kars gegen Bixe auch das nächste interessante Duell. Auch hier wird man schauen müssen, wer da
ein bisschen vorbeidribbelt, den einen oder anderen. Beim Bournemouth spielt haben sie ja etwas langsamere Verteidiger. Mein Tipp ist hier ein 1-3. Ich denke schon, dass wir der Favorit sind, vor allem weil viele Spieler fehlen bei Saarbrücken. Ich habe es jetzt auch nicht so stark persönlich gesehen in der Liga bis jetzt. Hat mir nicht wirklich gut gefallen, aber auch da war es natürlich erst der Anfang. Und ja, ist noch vieles drin. Wir werden auf jeden Fall schauen, was dann dementsprechend passieren wird. Es wird sicherlich interessant. Ein sehr, sehr knappes Spiel wird es werden, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Und vor allem ein Spiel, wo es definitiv um alles gehen wird und wo sich reingeworfen werden muss. Und hier auch nochmal mein großer Respekt an 1500 FCM-Fans, die da mitfahren. Das ist ein unglaublicher Wert für so eine weite Strecke und Freitagabends, was gefühlt nicht machbar ist. Ja. Und damit hoffe ich, hat es euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, eure Meinung in die Kommentare. Auch gerne was Startelf angeht, auch gerne Saarbrücken. Was ihr schätzt, euer Tipp, gerne in die Kommentare. Und damit, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.